Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute eine ausführliche Roomtour von unserem Campervan. Eigentlich wollte ich die Roomtour in Sardinien drehen, aber es ist viel zu warm hier. Und von daher werde ich das doch wieder in den Hof verschieben. Also wir sehen uns gleich. So, hier steht er frisch gewaschen vom Urlaub. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal im Detail an. Ihr seht, die Motorhaube ist schwarz foliert. Oben haben wir einen Windabweiser dran. Der hat sich sehr bewährt. Ohne Windabweiser haben wir ab 110 massiv Geräusche gehabt von der Solarzelle und vom Hecki-Fenster. Jetzt ist es absolut weg. Richtig top. Auf der Seite haben wir auch foliert. Man könnte fast sagen, das ist ein Stealth-Camper. Aber Stealth ist nicht immer so eine Sache, sobald eine Markise oben ist und Dachfenster drin, dann merkt auch jeder Polizist, dass es ein Camper ist. Also ist so eine Sache. Auch im hinteren Bereich haben wir unten die Schwarz-Matt-Folie rumgezogen und um die Fenster. Und auch auf dieser Seite ist er recht unauffällig. Ein Fenster drin, keine weiteren Löcher drin. Und oben jetzt ein HT-Rohr. Zeige ich euch nachher, für was ich das gemacht habe. Hier seitlich, rechts und links, habe ich ein Licht angebaut, dass wenn man mal ums Fahrzeug rum muss, dass man auch Licht hat. Hat sich auch sehr bewährt. Es befindet sich rechts und links auf der gleichen Stelle. Und jetzt gehen wir mal hoch. So, die Leiter hat sich sehr bewährt. Ich würde nie eine feste dran bauen, weil wenn ich zum Surfen gehe, nehme ich die Ausziehleiter mit. Ansonsten habe ich hinten nichts dran. So kann keiner irgendwie da mal hochsteigen. So, ihr seht hier jetzt die Fiamma F80 Seitenmarkise. Die ist befestigt an dem Fiamma Dachträger. Den Dachträger habe ich gebraucht wegen meinen Surfbrettern. Ihr seht hier ein großes Feld. Da kommt das Surfbrett drauf. Ihr habt es im Startvideo gesehen. Und hier links habe ich ein HT-Rohr dran. Da kommen meine Surfmasten rein. Hier seht ihr den Max-Van und vorne zwei Solarplatten. Die vorne quer hat 180 Watt und die seitliche hat nur 100 Watt. Eigentlich war geplant, da nochmal eine zweite hinten dran zu bauen, deswegen ist noch ein bisschen Abstand, aber im Augenblick brauche ich es noch nicht. Und von daher, das Problem war dann im Nachhinein, dass man, wenn man zwei verschieden große Solarplatten montiert und auch zwei Wechselrichter braucht. Also nur bei gleicher Leistung kann mit einem Wechselrichter gearbeitet werden. Ich habe jetzt zwei drin, aber wie gesagt, wenn hinten noch eine 100 Watt Panel dran kommt, kann ich die auch auf dem gleichen Wechselrichter laufen lassen. Und mittendrin das Hecki 40×40 Fenster. Ja, dann lass uns runtergehen und weiterschauen. Ich habe Türen, die gehen komplett auf, deswegen ist auch hier eine Leiter nicht praktikabel. Ja, wir starten am besten hier mit der Seitenverkleidung. Das ist hier ein Mikrofaserstoff, den ich hier aufgezogen habe. Die Fenster sauber integriert. Das sind Carpet-Fenster. Und auch hier war die Schwierigkeit, eben die so einzubauen, dass es schön flächenbündig ist. Der Stoff ist sehr angenehm und auch robust. Und ich würde es jederzeit wieder so machen. Unten haben wir die alte Verkleidung gelassen, das ist der Kellerraum oder Garagenraum. So, hier befindet sich das Bett. Das Ganze kann ich nach oben schieben. Hier beim Hochheben abgestützt mit der Stütze rechts und einer Stütze links. So bleibt es oben. Ich kann hier wunderbar Bikes einladen oder hier hantieren. Hier unten könnt ihr sehen, ist ein Regenschirm eingebaut und der Sonnenschirm. Ich arbeite viel mit den Euroboxen, die habe ich verschieden bestückt. Ich habe noch eine Eurobox, da ist das Vorzelt drin für die Markise. Ich habe eine Eurobox, da ist mein Surfmaterial drin und je nachdem was ich brauche, packe ich einfach die Euroboxen hier rein. Hier rechts ist Stuhl und Tisch befestigt. Auch hier alles sauber verzurrt, weil ich kann es nicht leiden, wenn da irgendwas die ganze Zeit beim Fahren klappert. Das ist die Stufe zum Einsteigen, die klappen wir einfach aus.
So erspare ich mir die elektrische Stufe und es erfüllt genauso seinen Zweck. So, schauen wir mal die ganze Technik hier an. Alles sehr kompakt. Hier haben wir einen Heatec Wasserboiler, 3 Liter auf 230 Volt und 12 Volt einschaltbar. Reicht uns gut aus zum Duschen. Wir haben jetzt schon mehrmals darin geduscht. Hier die Abläufe montiert mit Absperrhahn. Alles sehr kompakt. Die Ablaufventile und hier die Fiamma Wasserpumpe. Das muss natürlich abgestimmt sein vom Druck her auf den Wasserboiler. Und hier die ganzen Entleerventile. So, gehen wir weiter. Hier haben wir eine Türe zum Durchladen. Wenn man mal nicht campt und lange Teile transportieren muss, kann man hier die Tür aufmachen und lange Dinge durchladen. Dann links seht ihr die eingebaute Bar, hier mit dem Zylinder, der die Bar nach oben schiebt. Und ein bisschen Fächer für Kleinkram wie Heringe und so weiter. Das heißt, der Platz auch über dem Radkasten hier optimal ausgenutzt. Hier links die Sicherung von der Außensteckdose und die 2 E-Bike-Ladegeräte, die bei Bedarf angeschlossen werden können. Über einen Wechselrichter können wir hier die E-Bikes während dem Fahren oder im Stehen laden. Natürlich immer mit Sinn und Verstand. Wenn es hier innen drin 40 oder 50 Grad hat, macht man das natürlich nicht. Ja, wenn wir schon hier an der Außensteckdose sind, die brauchen wir ganz selten, kann ich euch auch sagen, wo die sich befindet. Ihr habt die nämlich nirgends im Fahrzeug gesehen, in der Karosserie. Hier geht unten eine Bohrung durch, die ist mit einer Gummimanschette abgedichtet, damit beim Zuschlagen der Türen die Luft entweichen kann. Und hier haben wir dieses Kabel rausgezogen. Und ihr seht hier einen Kasten, den ich umgebaut habe. Alles im Detail seht ihr in den Einzelvideos. Das heißt, bei Bedarf kann man hier die Klappe öffnen. Und man sieht hier den Landstromanschluss. Der sieht noch aus wie neu, das heißt, der ist hier super geschützt mit dieser Box. Das ist, glaube ich, eine Kabelbox, die ich umgebaut habe. Einwandfrei und funktioniert richtig gut. Aber sicher interessiert euch auch, wie ich das E-Bike hier in den Wagen bekomme, wie schnell das geht, und das werde ich euch jetzt einfach live mal zeigen. Ja, warum habe ich hier keine Schwerlastauszüge verwendet? Könnte man auch machen viele. Aber mir ist es zu Gewicht zu schwer von den Schwerlastauszügen. Die wiegen 20-30 Kilo. Und das ist einfach nicht wert gewesen, und so geht es genauso schnell. Ja, nach dem Laden kann ich einfach hier die Stützen zurückklappen. Ich lasse das ganze Bett nach unten. Und die E-Bikes sind tiptop da innen drin verstaut. Die Räder haben wir hier seitlich reingeschoben. Tiptop. Lasst uns nun mal reingehen, wie es innen ausschaut. So, dann lasst uns mal den vorderen Bereich genauer anschauen. Hier haben wir im Prinzip eine feste Rückwand eingebaut mit Garderobe. Hat sich sehr im Alltag bewährt, dass man die Jacken einfach gleich dahin hängen kann. Und unten drunter haben wir hier einen Schuhschrank eingebaut mit Schubkasten oder was für Krimskrams. Ihr seht hier den Schubkasten, den haben wir absichtlich höher gesetzt, sodass wir unten drunter den Wechselrichter eingebaut haben. Das ist ein super Platz, weil wir hier relativ kurze Wege alles haben. Wir haben hier links davon, das ist der Ersatzkanister, wir haben links davon die 230 Ampere-Stunden Lithium-Batterie, das Ladegerät von Victron,
wenn man Landstrom hat, dass man die Batterie laden kann. Hier den Ladebooster und hier im hinteren Bereich sitzen die 2 Wechselrichter für die Solaranlage. Also alles sehr kompakt mit kurzen Wägen, kurze Kabelführung und hat sich sehr bewährt. Damit der Wechselrichter nicht überhitzt, haben wir hier, das ist zum einen der Heizungsauslass, aber hier haben wir die gleiche Blende nochmal drin, allerdings ohne Schläuche. Das heißt, hier haben wir links und rechts jeweils auch noch einen Auslass für Temperaturumwälzung. Das heißt, hier sind quasi im gleichen Design die Lüftungsöffnungen für den Wechselrichter und das Ladegerät eingebaut. Nach oben alles sauber verdrahtet mit Brücken und Sicherungen, wie sich das gehört. Wir können den kompletten Strom abklemmen hier und über den Smart Shunt können wir jederzeit über Smartphone den Batteriezustand überwachen. Ja, nur noch ein paar Worte zum Spiegel, zur Abtrennung. Warum haben wir das gemacht? Warum haben wir hier die Sitzecke nicht wie alle Camper, die man kaufen kann, vorne mit Drehsitze? Wir haben im ersten Camper, den wir hatten, es ist ein Alkoven gewesen, hatten wir hier einen Vorhang. Das Fahrerhaus war komplett abgetrennt. Und wenn man den Vorhang aufgemacht hat, hat man gemerkt, wie auch jetzt hier, dass da massiv die Hitze nach hinten reinströmt. Ihr könnt es jetzt natürlich nicht spüren wie ich, wenn ich hier aufmache. Dann haben wir da vorne mindestens 10 Grad mehr Unterschied zu hinten. Und weil durch die großen Scheiben auch immer sehr abdunkelt, kommt immer gigantisch die Wärme nach hinten rein. Und seit wir hier zu haben, ist es hier viel einfacher, den hinteren Bereich kalt zu kriegen. Das heißt, hier beim Fahren können wir aufmachen, geht die Kühle und die Temperatur im Winter durch die Heizung nach hinten durch. Auch hier wollen wir irgendwann den Einzelsitz montieren, da kann man durchsteigen, aber im Augenblick brauchen wir es noch nicht. Und durch die Abtrennung hier komplett nach vorne ist es wirklich super angenehm da hinten. Wir können das auch verriegeln, sodass wenn wir irgendwo stehen, jemand bricht ein, er kommt maximal hier bis zu dieser Wand und nicht nach hinten durch. Ist alles abgeregelt mit Ketten, auch innen drin haben wir die Möglichkeit von innen noch zusätzlich Schlösser zu montieren. Oben noch Stauraum für Krimskrams. Gehen wir weiter zur Dusche. Ihr seht, hier haben wir Wiener Geflecht eingebaut. Zum einen wegen der Optik und zum anderen, dass eben Licht in die Dusche reinkommt, Dusche und Toilette. Und natürlich ist das nicht offen. Ja, wir haben das innen mit Acrylglas zugemacht. Das Acrylglas ist angefasst und dann mit Silikon einsilikoniert. Und so kann das Wasser jetzt hier runterlaufen. Ihr seht hier auch gleich die Abdichtung der einfachen Holzwand. Das ist ein Schwallrandgummi für Duschen. Der wird nur aufgeklebt und der macht den Übergang zur Duschkabine hier dicht. Und das funktioniert auch ganz gut. Wir haben mehrmals geduscht da drin. Und es funktioniert richtig gut. Hier schauen wir uns das Ganze mal von innen an. Das heißt, wenn man hier schließt, macht der Schwallrandgummi hier den Übergang zur Wand relativ dicht. Nach außen ist eigentlich noch gar nichts rausgekommen. Haben einen Bogen reingemacht um das Türschloss. Hier kommt so gut wie nichts raus. Und wenn wir jetzt nach unten gehen, sehen wir hier den Türschweller, der breiter ist wie die Wandstärke der Duschkabine, und so läuft das Wasser dann im Prinzip hier runter und tropft hier in die Edelstahlwanne rein. Also auch diese Technik funktioniert top, sodass wir ohne Duschvorhang hier duschen können. Ja, gehen wir weiter. Hier haben wir 2 Haken befestigt, sind die Bademäntel dran. Hier die Duscharmatur, die hat sich auch bewährt. Das ist eigentlich eine Armatur, die vom Bidet herkommt. Das heißt, ich kann hier meine Wassertemperatur sauber mischen und dann kommt erst Wasser hier raus, wenn ich hier oben den Knopf drücke.
Das heißt, wenn einmal hier gemischt ist, kann ich hier steuern und so braucht man auch relativ wenig Wasser beim Duschen. Hier seht ihr ein Ablagefach für Shampoo und dergleichen. Hier vorne die Stange ist aus Edelstahl. Ja, auch hier sind die Fliesen eingeklebt und die Übergänge sauber mit Silikon ausgefugt. Wenn ihr sowas macht, achtet darauf, dass ihr die Kunststofffliesen nicht zu dicht in die Ecke rein klebt, dass da Abstand ist, weil die arbeiten. In so einem Camper haben wir Temperaturunterschiede locker von 40 Grad. Und dann arbeitet es natürlich, und wenn das zu dicht ist, kann das sein, es löst sich hier nach dem Kleben wieder ab. Gehen wir weiter unten. Edelstahl, Duschwanne. Ich würde nichts anderes mehr reinmachen. Im alten Camper hatten wir Kunststoff, das war eine Katastrophe. Der bricht irgendwann. Hier seitlich haben wir den Tank für das Pipi. Wir haben eine Trockentrenntoilette hier eingebaut, selber gebaut. Und hier rechts drüben haben wir Streu drin, so kann man das Ganze noch mit Streu auffüllen. Wir wollten unbedingt einen ganz normalen Toilettendeckel haben im Camper, das heißt, wir haben hier einen ganz normalen Toilettendeckel und hier unten einen Kiltwick-Trenneinsatz, Trockentrenneinsatz verbaut. Den kann man hier durch diese Riegel, die sind aus dem 3D-Drucker, kann man den fixieren in der Platte und nach jedem Urlaub kann man den rausnehmen und putzen, das war uns ganz wichtig. Oder auch eben hier jetzt den Kanister rausnehmen und die Tüte tauschen. Hier vorne der Übergang ist auch nicht gekauft, sondern selber gebaut. Da geht im Prinzip dieser Gummi hier rein und das funktioniert auch ganz gut, sodass im Prinzip das das Flüssige hier über so eine Art Siphon seitlich wegläuft, eine ganz leichte Steigung besitzt, sodass hier eben die Gerüche nicht vom Kanister zurückströmen. Das heißt, hier ist immer ein bisschen was drin. Man kann mit Wasser ein bisschen nachspülen, da reicht so ein Viertelglas voll und dann ist es wieder ist es im Prinzip tiptop sauber. Und so funktioniert das Ganze auch echt gut. Wir hatten auch schon Extremsituationen mit Magen-Darm im Camper. Auch das hat es überlebt. Ja, wie duschen wir jetzt da? Das Ganze wird ja nass und das zeige ich euch jetzt auch noch. Ja, hier in der Sitztruhe haben wir eine Abdeckung versteckt. Die nehme ich jetzt mal raus. Und die Abdeckung ist hier mit Magnet versehen. Das heißt, ich kann die hier so ausklappen, auflegen. Und jetzt haben wir natürlich hier einen super Ablauf. Das Wasser kann ablaufen. Ich kann hier ohne Duschvorhang tiptop duschen. Es kommt da hier unten gar nichts an. Hier sind Kunststoffscharniere, gibt es bei Amazon. Die Plexiglas kriegt man im Baumarkt. Und auch die Magnetstreifen selbstklebend gibt es bei Amazon. Oder auch woanders. Hier oben haben wir auch noch ein Fach mit Licht eingebaut. Für das, was man halt so täglich braucht. In der Decke haben wir noch einen Pilzlüfter drin, sodass die Dusche hier ständig mit Luft versorgt wird. Aber nach jedem Duschen nehmen wir uns die Zeit und machen mit dem Handtuch, reiben wir alles trocken und dann passiert da auch nichts. Also die Dusche habt ihr gesehen, jetzt gehen wir mal weiter zur Küche. Ja, jetzt starten wir hier mit den Oberschränken. Auch die sind mit diesem Wiener Geflecht ausgekleidet. Das heißt, hier sind sie aber offen. Wir haben eine Dauerbelüftung der Schränke. Ja, das Besondere ist, dass ich die Böden hier aufgrund des Gewichtes aus 6 mm Pappelsperrholz mache. 6 mm würde sich durchbiegen. Das heißt, hier vorne seht ihr eine Leiste aufgeklebt, aufgeleimt. Und durch die Erhöhung, durch den Winkel, haben wir hier eine ausreichende Stabilität und einen super leichten Boden. Das heißt, Tipp, wenn ihr Richtung Leichtbau denkt, dass ihr einfach dünnere Materialien verwendet und die dann gegebenenfalls aussteift. Wir haben hier unten eine Massivholzleiste dran, die ist mit dem Radius versehen und einem Falz, sodass man hier einen wunderschönen Übergang kriegen und keine Stoßkanten haben. Und über die Buschlock wird das Ganze verriegelt. Oben haben wir
3D einstellbare Bänder, das heißt die Tür kann nach oben und unten und nach vorne und hinten verstellt werden. Die haben auch eine Feder drin, sodass die Klappe auch oben bleibt. Die Kräfte der Klappe je nach Gewicht der Tür kann man auch einstellen, sodass es nicht zu streng nach oben geht. Soft Close, top. Links dasselbe, und auch ohne Boden, weil wir hier einfach die größeren Teile drin haben. Gehen wir weiter unter den Schrank. Der Küchentuchabroller ist auch ein spezieller, und zwar mit Bremse, sonst wird die Küchenrolle ständig abrollen. Das heißt, der hier hat so eine Art Feder drin, eine Raste. Wenn man die Rolle aufsteckt, bleibt die in dieser Position und rollt sich nicht selbstständig ab. Hier rechts findet sich der Lichtschalter für die eingebaute Deckenleuchte, die ist komplett flächenbündig eingelassen. Wenn wir schon hier sind, das sind die Gewürzgläser. Die sind eigentlich nur die Deckel mit Schrauben an den Schrank befestigt, und so kann man die wunderbar hier positionieren. Und sieht eigentlich optisch auch schön aus mit der Beleuchtung. Hier seht ihr auch die etwas aufwendig gestaltete Wandverkleidung. Hier sitzt der Träger von der Karosserie, deswegen auch hier diese Aussparung. Aber so haben wir einen wunderschönen Übergang, auch in Leichtbau mit Pappelsparholz gemacht. Und natürlich hier die Fenster mit Fliegengitter und Rollo versehen. Hier noch eine Steckdose, wenn man es braucht für Küchengeräte. Hier rechter Hand findet sich die Dieselstandheizung wieder, die Steuerung. Ist auch ein guter Platz, hat sich eigentlich bewährt. Ja, gehen wir weiter runter. Hier haben wir ein schwarzes Waschbecken. Das ist eigentlich von der Haushaltsküche, kein Campingartikel, der ist ein bisschen schwerer. Den haben wir uns aber gegönnt, weil wir einfach einen großen, tiefen Ausguss wollten. Wir wollten auch hier Haare waschen können oder auch Zähne putzen, weil das in dem kleinen Bad einfach nicht praktikabel ist mit den Mini-Waschbecken und kein Platz drumherum. Und hier haben wir richtig schön Platz und können uns da bewegen. Und haben extra dann einen hohen Wasserhahn genommen, dann mit meinem Kopf drunter kommt, und können auch hier umstellen von Strahl auf Spritzdüse, beweglich, und so hat man ausreichend Platz auch und Bewegungsmöglichkeiten hier zu hantieren. Überhaupt haben wir eine relativ große Küche für einen Camper, die ist 1,30 Meter lang, ist 55 tief, man hat hier ausreichend Platz zum Schnippeln. Und wir haben linker Hand ein Induktionskochfeld drin mit 1800 Watt Leistung. Ja, natürlich kann man hier keine Luxusmenüs kochen, aber so ein Kaffee ist in 3 Minuten fertig und kleinere Gerichte gehen wunderbar. Und ansonsten, wenn wir was Größeres haben, haben wir noch einen Kartuschenkocher da mit einer Kartusche, und den können wir hier draufstellen, und dann können wir auch mal mit dem Kartuschenkocher hier innen kochen. Zur Abnahme von einem Wohnmobil als Sonder-Kfz ist es zwingend notwendig, dass man eine Kochmöglichkeit integriert hat in der Fläche. Deswegen haben wir uns auch für dieses Induktionskochfeld entschieden. Ja, lasst uns weitergehen. Wir haben hier einen Kühlschrank mit, ich glaube, 80 Liter hat der, relativ schmal baut er mit dem Kompressorkühlschrank mit einem guten Gefrierfach, das funktioniert richtig gut. Was wir hier so ein Detail, möchte ich euch mal zeigen. Ja, dass man mal sieht, wo die vielen Stunden vergraben sind. Der Kühlschrank hat von Haus aus nur auf oder zu. Und wenn man hier den Kühlschrank nicht benutzt, also wenn der quasi ausgeschalten ist und man lässt den zu, wenn man hier mal in der Gegend fährt, dann ist es so, dass wir hier Schimmelbildung kriegen, weil keine Luft reinkommt. Und deswegen, wenn ihr euch das Detail hier anschaut, das ist selber konstruiert am Rechner, das ist ein 3D-Druckteil. Und mit diesem Teil kann ich jetzt die Türe so sichern, dass wir hinten einen kompletten Spalt von 5 mm haben. Und so kann natürlich der Kühlschrank jetzt bei Nichtgebrauch, ist er immer offen und es gibt keine Schimmelbildung innen drin. Und da ist halt ruckzuck mal 2-3 Stunden Arbeit drin in so einem Teil.
nur weil der Hersteller das eben nicht vorsieht. Es gibt natürlich auch Kühlschränke, die haben das integriert, aber der hier hat es eben nicht. Und da muss man sich eben dann überlegen, wie man so ein Problem dann löst. Hier oben auch ein Detail, der Kühlschrank soll belüftet sein, das heißt wir haben unten von hinten aus eine Öffnung, das heißt hinten kann der Kühlschrank Luft im Bodenbereich anziehen und hier kann es ausströmen, sodass der auch dauerhaft gekühlt wird oder eine Luftzirkulation stattfindet. Jetzt können wir uns noch die Schubkasten anschauen, die sind ja auch selber gebaut. Wir fangen unten an. Ich habe hier Blumenvollauszüge eingebaut mit Softclose. Die Schubkasten haben alle schon Abtrennungen drin. Wir haben die Teile, die wir aufbewahren wollten, alle schon im Vorfeld zur Verfügung gehabt, sodass wir die Einteilungen machen konnten. Das unten ist eben mit Pfannen und Lebensmittel. Hier sieht man eben die Teller, Schubkasten, der relativ flach dann ist. Wir haben hier unsere Gläser, Tassen und anderes drin. Und hier oben das Besteck mit Brett. Das hat sich auch bewährt. Richtig toll, alles ist aufgeräumt. Wir sind sehr zufrieden. Auch mit dem Platzangebot hier im Camper für alles. Ja, sehenswert ist auch noch die Dieselheizung, die sich da unten in der Küche im Sockel versteckt. Aber damit ihr die sehen könnt, muss ich diesen Schubkasten ausbauen. So, jetzt schauen wir da unten mal rein. Also hier könnt ihr im Prinzip diese Autotherm Dieselheizung sehen. Was habe ich gemacht? Ihr seht hier eine Aussparung, sodass, wenn der Schubkasten zu ist, dass wir hier genügend Luft und Abluft kriegen, wenn die sich erhitzt. Wir haben hier die Verteilung zum einen in den Innenraum rein, Richtung Sitzecke. Ein Schlauch geht nach hinten Richtung Heckgarage und der nach rechts geht Richtung Dusche und Fahrerhaus. Das heißt, wir heizen hier auch gleich das Fahrerhaus mit. Über die verstellbaren Luftdüsen kann ich den Zustrom steuern, sodass ich nur überschlagen das Fahrerhaus mitheize. Also super Platzausnutzung hier unter der Küche. Einfach den Sockel ein bisschen höher gestalten und darunter die Standheizung verstecken. Ja, wenn ihr mir jetzt die Frage stellt, würde ich irgendwas anders machen beim nächsten Camper, dann muss ich sagen, so grundsätzlich sind wir tipptopp zufrieden. Die ersten 3 Urlaube hat alles super funktioniert. Ich wüsste jetzt nicht, was wir grundsätzlich anders machen würden. Ich würde wieder versuchen, den Fahrerbereich abzutrennen wegen der Hitzeentwicklung. Vielleicht könnte man sich über eine andere Gestaltung Gedanken machen. Wobei ich schon sehr viele dunkle Camper gesehen habe. Und wenn man hier mit wenig Fenster arbeitet, dass wenig Hitze reinkommt, und man macht hier eine dunkle Farbgestaltung, die ist zwar top modern, aber man sitzt halt dann auch in einer dunklen Höhle und das haben wir hier überhaupt nicht. Durch die helle Farbgestaltung reicht uns wenig Sonnenlicht von oben und man fühlt sich hier richtig wohl und nicht eingeengt. Ja, gehen wir im vorderen Bereich auf die rechte Seite, auf die Beifahrerseite. Da sehen wir hier auch eine wunderschöne Schiebetürverkleidung, auch im Leichtbau, wo wir hier im Prinzip das Fenster hier optimal integriert haben. Und das Ganze wunderschön dann auch da reinpasst. Und auch unten haben wir die alte Verkleidung beibehalten, weil es halt doch, wenn man mal die Schiebetür offen hat, auch mal da rein regnet.
von oben runter, und da wollten wir jetzt nicht irgendwie auch mit Stoff arbeiten, weil der dann die Feuchtigkeit aufsaugt und es so eben viel besser zu pflegen ist und nicht so arg verschmutzt. Jo, wenn wir hinten im Einstiegsbereich sind, gehen wir in diese Bereiche hinter der Sitzecke. Da haben wir einen Mülleimer untergebracht, den man rausnehmen kann. Und auch das hat sich bewährt, einen großen Mülleimer immer dabei zu haben. Ansonsten hängt irgendwo immer eine Tüte und das hat uns einfach auch gestört. Ja, und wenn man reinkommt, hat man hier einen Lichtschalter und kann sofort eben das Innenlicht der Kabine anmachen. Ja, kommen wir zur Sitzecke. Hier haben wir eine Sitztruhe, 60 cm breit und 55 tief mit Polster. Hier haben wir jetzt noch die Winterfelle dabei, die wir im Herbst und Frühjahr mitnehmen, um auf die Campingstühle zu legen. Ja, das macht einen richtig warmen Rücken und Po und hat sich sehr bewährt, diese Felle da dabei zu haben. Ansonsten haben wir hier die Polster. Wenn wir die wegmachen, haben wir hinten ist ja der Mülleimer drin, noch Stauraum für Getränke und Grill auf dieser Seite. Ein Tisch, der verschiebbar ist. Den Tisch kann man auch hier unten auf die Leisten ablegen und noch ein Bettsofa draus bauen. Ja, auch im hinteren Bereich haben wir eine große Sitztruhe für 2 Personen mit Stauraum links. Oder dann eben hier rechts ist es so gebaut, dass wir hier auch Stauraum haben. Der ist aber variabel, das heißt, ich kann hier das Ganze ausbauen und kann dann durchladen oder dann eben hier ganz schnell zusätzlichen Stauraum schaffen. Und hier ist meistens unsere Schmutzwäsche eben abgeworfen. Die ganze Konstruktion ist es so gewählt, dass ich hier das Bett ausziehen kann und ich kann jetzt hier unten trotzdem noch das Ganze als Leiter verwenden, als Trittstufe, um eben auf das Bett zu kommen. Ja, bleiben wir zunächst hier und ich möchte euch noch die ganze Wandinstallation hier zeigen. Die Wandabschlussblende, auch hier überall mit Pappelsparholz im Leichtbau, gebogene Konturen. Hier ist die ganze Elektrotechnik drin mit der Sicherung, mit dem Sicherungskasten. Auch das ist hier aus dem 3D-Drucker, kann man nicht kaufen. Hier im Überblick der ganzen Sicherung plus Ersatzsicherungen. Wir haben kein mega aufwendiges Elektromodul hier eingebaut mit App und Theater und so. Wir haben ganz einfach hier ein Schaltelement mit verschiedenen An-Ausschaltern. Ein Dimmer integriert, wo man die ganze Sachen ganz einfach bedienen kann. Die Victron-Geräte kann man alle über eine App bedienen und anschauen. Das reicht uns, mehr brauchen wir nicht. Und alles andere ist hier integriert. Das heißt, ich habe hier die An-Ausschalter für den Wasserboiler. Ich habe hier meinen Wechselrichter, den Dimmer eingebaut und einfach die einzelnen Schalter und Steckdosen, die man so braucht, für Außenlicht, für Wasserpumpe und so weiter. Hier rechts davon haben wir ein Radio, einen Lautsprecher eingebaut. Der ist auch gekoppelt mit dem Beamer, das heißt, ich kann hier über die Leinwand, kann ich Fernseher schauen, über Streamen eben. Und so haben wir hier unser Entertainment-Paket hier eingebaut. Auch extra an der Seite mit Ladebuchse, sodass die Geräte auch hier gleich geladen werden. Im oberen Bereich haben wir so ein bisschen Wurffächer eingebaut. Das hat den Hintergrund, dass wir hier die Kopfseite haben zum Schlafen und wir wollten hier nicht jetzt die Schränke nach unten ziehen auf die Höhe, weil man sonst mit dem Kopf immer drunter liegt. Und daher eben so Wurffächer, Krimskrams hat man immer zum irgendwo reinwerfen. Hat sich echt sehr bewährt. Zudem dient es auch als Griff zum Aufsteigen und Absteigen, kann man da reinfassen. Und man kann so ideal aufs Bett steigen oder absteigen und sich hochziehen. Ja, was wir auch genießen, ist die Ambientebeleuchtung, die man am Abend schön anmachen kann.
beim gemütlichen Glas Wein. Ach, das ist eine richtig gute Atmosphäre. Und das sind LED-Bänder, die ich da oben zwischen dem Schrank und der Deckenplatte eingeklebt habe. Und das ist auch eine richtig tolle Sache. Hier haben wir 2 Leseleuchten eingebaut. Hier ist die Fernbedienung für den Max-Van versteckt, direkt am Kopf, wo man auch das Ganze braucht. Ja, und zum Schluss kommen wir zum Bett. Da kam häufiger die Frage, wo schlaft ihr, wenn hinten die E-Bikes drin sind, also gar kein Platz hier oben. Und ich möchte euch jetzt das zeigen. Und zwar haben wir jetzt hier, wie gesagt, vorher diese Ausziehmöglichkeit. Wir haben die schmale Matratze, wo wir hier rein verlängern. Und so haben wir jetzt ein Bett 1,96 lang und 1,55 breit. Und die Höhe hier habe ich gar nicht mehr so richtig im Kopf. Das muss ich mal kurz messen für euch. Dann messen wir mal die Höhe. Wir haben hier 82 cm in der Höhe und nach unten tatsächlich 1,07 m und da sind die E-Bikes mit untergebracht. Und wie bereits erwähnt, kann man hier wunderbar aufsteigen und hat hier am Kopfende wunderschönen Platz zum Hoch und Runter, was auf der gegenüberliegenden Seite durch die Schränke eben nicht gegeben ist. So, wir sind ziemlich am Ende angelangt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Ich konnte das eine oder andere für euch mitnehmen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Es hilft auch, dass das Video häufig geteilt wird. Ich mache das eigentlich nicht so gerne, aber alle Videos, die keine Kommentare oder wenig Kommentare bekommen, sind innerhalb von wenigen Tagen verschwunden von der Bildfläche und werden nicht mehr gezeigt. Wäre schade drum, also auch wenn er nur irgendwas reinschreibt, egal, Hauptsache Kommentar. Aber wie versprochen, jetzt das Highlight zum Ende. Und das ist über den Knopfdruck erreichbar. Ihr seht hier, ich habe euch vorher erzählt, dass über dem Radkasten eine Bar sich befindet und die wird über diesen Hubmann, über diesen Hubzylinder, kann man die nach oben fahren und so haben wir den Platz optimal ausgenutzt. Man kann hier locker zu 4 sitzen, noch ein Stuhl, vielleicht auch zu 5 mit 2 so Klappstühlen und kann da richtig Spaß haben. Also wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht den Daumen nach oben zu geben und irgendeinen Kommentar reinzuschreiben, dass das Video viele Menschen sehen können. In diesem Sinne, bis zum nächsten Projekt. Ciao, euer Wolfgang.
raus habe.